Morgen. Moin. Es ist, es ist Freitag und es gibt neue Sachen, wie ihr schon sehen könnt. Ne? Ja, unser Papier. Das sind die letzten, ne? 2, 4, 6, 7. Wir hatten schon mal dieses Blau. Tintenblau hatten wir noch nicht. Nee, das ist die erste Fuhre. Oh. Die zweite Fuhre kommt da. Ach, die kommt erst später. Ja. Ah, guck mal. Und beim ersten Mal habe ich das tatsächlich gar nicht bestellt. Obwohl ich, also das hier ist ja mein Lieblingspapier. Ehrlich? Du bist die Blumen. Oh, wir sind hier immer alle so ne? mit Streifen. Also ich zumindest. Ich liebe diese Blumen halt, aber ich mag eben auch das Uni-Papier halt, wo Streifen, das ist aber nicht viel. Doch. Das, also wenn neues Papier kommt, bestelle ich gerne das Uni, das mit den Blümchen und das mit den Sternen und wo dieser Farbton heller ist hinten. Ah, Ja. Warte. Ina, mach es doch so wie immer. Genau. Genau. Carmen hat dich jetzt durcheinander. Voll gebracht. durcheinander. Das ist auch ein Ja, tolles Papier. das ist immer schick. Ja. Aber da mag ich auch unser Kraftpapier ganz gerne. Mit den weißen Streifen. Ja, das stimmt. Das Guck ist mal, auch das schön. habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich muss das unbedingt mal mitbestellen. Ja. Also Und das, ich finde, das fühlt sich anders an. Ja, ja, glatter. das ist so glatt. Glatter. Ja. So, Und sieht als- auch so glänzend Ja. aus. Ne? Ist das bei der Olive nicht auch so gewesen? Bei diesem Olivenpapier oder bei diesem Tannengrün? Ist das da nicht auch schon so glatt gewesen? Also bei dem Oliv fand ich, war das noch matt. Ah, okay. Aber So, das ist wir hatten ich finde, das ist ein tolles Blau. Ja. Also ich mag das total gerne. Das Ja. ist echt wunderschön. Und wenn wir da gerade bei sind, das ist ja unser Tintenblau, da gibt es auch Animal Dots. Oh mein Gott, dazu. die sind so hübsch, ne? Ja. Aber die mag mag man die doch so. gar nicht benutzen, oder? Ja, man muss sich immer ein bisschen zusammenreißen. Schlimmer finde ich das noch halt die anderen mit dem silbernen Rand. Ja. Oh, Ja, da stimmt. überlegst du aber 10-mal, ob die aufklebst, ne? Ob du die aufklebst und wem du das schenkst. Ja, das sowieso, genau. Halt. Aber ich finde die auch total schön. Ich finde die Also, auch und toll. bei dem sieht man das auch richtig gut bei der Farbe, ne? Ja, das stimmt. also richtig schön. Ganz Da ist toll. der Kontrast auch gut. Ja. Ja, finde ich auch. Sag mal, Ja, bitte. nicht, dass ich jetzt durcheinander bin. Also, das war das Papier. Oh Gott, ich bin heute irgendwie... Nicht nur du. Ja, kommen wir noch zu. Kommen wir noch zu, warum? Okay, das ist aber das Papier, was reinkommt. Ja. Und die Animal Dots in Tintenblau. Ich glaube, Ja. wir machen weiter mit dem Bilderrahmen, ne? Oh, so cool. Also es gibt einen Bilderrahmen für die Basisstanze. Das hier ist die Basisstanze. Das sind die Basisstanzen A. Ah, okay. Weil Ja. die brauchen, also man kann natürlich auch andere Basisstanzen nehmen, die gepiersten oder die gestitchten, Ja. aber es muss das Set A sein, sonst passen die Rahmen nicht drauf. Ah, okay, guck mal. Und zwar braucht man das Größte, Ja. braucht man dafür und, wollen wir die schon Ja, nehmen? genau. Und für die Mitte habe ich hier diese zweite genommen. Ah, Die kann man dann nämlich vorher schön bestempeln und dann kann man sie hinterher reinkleben. das ist super cool, ne? Das ist jetzt so eine Schüttelkarte, finde Ja, ich total cool. Schüttelrahmen. Bot sich jetzt so an, Ja, oder? und das ist der Rahmen und es ist Genau. auch ziemlich stabil, Ja. finde ich. Ne? Also ist wirklich sehr, sieht gut aus und man hat hier auch noch einen Ständer. Also so einen Ständer. Ja, genau. Den hast du jetzt nicht dran gemacht, aber dann Nee. könnte man das auch noch hinstellen, wie ein Bilderrahmen. Wie ein Bilderrahmen. Ja. Wenn du da ein ich auch. Foto reinmachst oder Ja, so, ist ach, bestimmt man auch hat da schön. so viele Möglichkeiten mit. Und das ist wirklich schnell gemacht. Und ach so, jetzt verstehe ich. Das hintere ist das große. Das Genau. sehe ich hier gerade. Dann hast du die Rahmen. Genau, und das hier ist immer die Klebelasche, also dieses Ja. und dieses, und die klebt man an dieses, an die An die das- Basisplatte. Genau, da klebt man das ran. Und dann klebt man erst das rum, weil dieses Stückchen liegt ja jetzt hier unten drunter. Ja, ich verstehe. Das Und dann hast macht du, man erst die kurzen und dann die langen, damit man hier eben die Diagonalen hier oben drauf hat. Reinsetzen kann, Ja. ne? So. Um die Ecke. Ja, genau. kriegen. Sieht man Also- hier natürlich nicht, weil ich habe jetzt hier nochmal das Basisrechteck ausgestanzt, mir ein Fenster hiervon genommen und ja, weil, dann wieder ausgestanzt Weil und sie da schüttelt, drunter ne? eben die Folie. Ne? ja.
Aber geht natürlich super. Weißt du, du musst nicht irgendwie noch lange rummessen oder so, sondern du stanzt das einmal aus und dann ist fertig. Ne? Und es Also sieht schneller mega kannst aus, du keine oder? Schüttelkarte. Und das ist wirklich auch gut stabil. Ja. Ja. Da könnte ich mir aber auch zum Beispiel das gestreifte Papier gut vorstellen. Ja. Ne? Oh, das so als ist schon auch richtig Aufleger. gut. Ja. Tolle. Auf jeden Fall. Also das ist richtig, richtig schön. Ja, und man sieht, ich bin verliebt in diese Blätter. Ne? Ja. Oh mein Gott, was sind das für hübsche Blätter. Ne? Sonst habe ich die Stanzen immer auseinander gemacht, aber bei denen halt habe ich sie alle zusammengelassen und in einem durch. Dann habe ich immer gleich ganz viele Blätter auf mal. Und Die hatte ich finde noch gar nicht hübsch. so auf dem Zettel. Ich finde die so süß. Ja, wir haben die auch jetzt rübergeholt, weil du den Kranz letztes Mal Ja, gemacht genau. hast. Und dann haben wir gedacht, bevor jetzt irgendjemand fragt, Genau. ja, ganz, ganz tolles Set. Ja, finde ich Also, auch. eine ganz tolle. Also in denen habe ich mich auch wirklich verliebt. Das wird man noch merken. wie in meine Tasche, wo man das Band oben durchtönen kann. Dann machen wir noch mal weiter mit Herbst. Und zwar haben wir ein Stempelset Eichhörnchen. Und ich finde das so zuckersüß. Ich muss das größer machen. Oh, ich habe letztens ein Eichhörnchen begraben. Oh. Ja, das war noch warm. Ey, das ist überfahren worden. Und dann habe ich das bei Patrick auf den Hof geschmissen, also gelegt. Und dann kam er abends mit der Schaufel und dann haben wir es beerdigt. Und ich finde die so süß. Ja, Eichhörnchen Ja, sind einfach aber es sind Zauber. Räuber. Ne? Ja, mein Ja. Papa mochte die gar nicht. Das sind die Nesträuber und ich sehen aber süß aus. Ich finde auch, die sind einfach Wolfs so im niedlich. Schafspelz, ne? Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Stempel-Set, weil das so schön gezeichnet ist. Und Ja, da denke ich natürlich gleich, sieht bestimmt auch super schön aus, wenn das embossed ist. Ne? ja, Ja. habe ich mir gedacht. Aber auch den finde ich toll hier. toll. Oder die Eichel Guck mal, hier. auch hier wieder ein kleines Blatt. Ja, also ich finde das Und diese richtig kleinen schön. Sachen finde ich ja auch echt immer super. Ne? Dann kannst du das nochmal eben daneben stempeln. So, wenn das Oder auf noch kleine so- Anhänger. Da Ja. braucht so immer so Okay, einen kleinen Kram. Das Ne? war auch so Ja. voll mein Ding. Ne? Ja. Das war nochmal Herbst. Jetzt kommen wir schon zu Weihnachten. Leute, Gott. wir haben September. Ne? Ja, Und da- aber ich janker das schon so lange. Echt? Oh Das Gott. stimmt. Das Weihnachtsauto finde ich richtig cool. Carmen, du hast es hier ausgeschnitten mit dem dem Cutter. Cutter. Ja. Ja, weil ich wollte da halt gerne irgendwie noch eine andere Farbe reinbringen. Ja. Und hier habe ich das nochmal durchsichtig embossed. Ich Ich finde habe das eigentlich total gedacht, das gut. käme irgendwie noch anders rüber, aber kam es dann nicht. Aber ich finde, das sieht ganz gut aus. Doch, ist doch dunkler geworden. Ja, Ja, finde ich auch. wenigstens dunkler. So, ich weiß nicht, habe ich da, guck mal, da habe ich noch irgendwie Da hast den hier genau den reingestempelt. Ich finde das reingestempelt. auch mal ganz süß, halt, wenn man auch innen nochmal irgendwas hinstempelt. Und da kannst du wieder super schöne Kränze auch mitmachen. Ja. Oder Ja. in Kränzen Aber da habe ich rein. schon immer überlegt, ob ich mir, es gibt doch so ein Tool, wo man so Kränze mit stempeln Ja. kann. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Jule hat das mal gezeigt. Ja, So, da bin ich immer noch am Zucken, ob ich mir den ich finde das besorge. total toll, wenn du, und richtig faszinierend, wenn du so kleine Stempel hast und Ja. dann Franka nimmt immer einen Teller oder so. Genau, Ne? Ja, genau. gut, Mit geht Bleistift. alles, ne? Ja, Ja. und dann du. Mach die Karte nochmal zu, bitte. Ja, Weil ihr habt euch irgendwann mal gefragt, womit ich diese Punkte mache. Das ist Ja. tatsächlich kein Coliro, sondern wir haben diese hier im Shop in Silber und auch in Kupfer. ja. Und ich nehme dann immer ganz feinen Pinsel und nehme nur die Farbe hier aus dem Deckel und mache damit die Tupfer. Weil Cool. also ich habe es ja auch lange mit Coliros gemacht und da sind die Farben natürlich echt Hammer, aber ich finde, dieses funkelt einfach noch irgendwie anders. Und es deckt ein bisschen besser, oder? Ja. Mhm. Gut, wenn du Coliro ordentlich andickst, Dann sag ich geht mal, es dann auch, geht es ja. auch. Aber die habe ich mal wieder irgendwie bei mir in der Schublade entdeckt. Ich dachte, so, okay, wenn ich mal hier bin, bringe ich das mal mit und sage, was das ist. Das ist unsere Papiertasche 4.0. Hier mit den schmalen Genau. und hier mit den Breiten. breiten. Genau, dann haben die diese Höhe dann, ne? Genau. Und erstmal finde ich total witzig, du hast unsere Tüten auf Papier geklebt, ne? Ja, ich Und- mag die Tüten total gerne und ich habe gedacht, so,
Ja, ich finde die auch total schön. Und du brauchst nichts mehr machen, finde ich, ne? Nee. Also ein Band rum, hier nochmal so. Ja, da habe ich ja die Herbst, wo wir drüber gesprochen haben, gerade irgendwie, kriege ich den da jetzt drauf? Ja, ich habe ihn draufgeklebt. Und dann gibt es neue Griffe. Neue Griffe. Ich muss mal eben... Weihnachtliche Griffe. Ja, ich muss mal eben alles zusammensuchen hier. Also ihr seht hier den Griff mit dem... Das finde ich richtig toll, ne? Ja, ich auch. Wenn du das noch ein bisschen Häuser. kolorierst oder so. Ja, auch das könnte man machen. Oder und was ich dahinter? glaube tatsächlich, man könnte ihn auch gut tiefer in die Tasche kleben. Ohne den Griff, weil hier oben ja Fläche genug ist, halt, wo man es festhalten kann. Ah, okay, ja. Ja, könnte man auch machen. Könnte man zumindest mal ausprobieren. Also das ist zumindest der hier, der heißt dann wirklich Türgriff Häuser 1. Türgriff? Ach, Türgriff. Nein, Tütengriff. Ja, Türgriff wäre auch schön. Carmen hört genau zu. Oh Mann, Nicht ey. immer, aber manchmal. Pass auf, dann kommt Tütengriff die Tanne, eine kleine. Finde ich auch gut. Und das, was da rausfällt, kann man auch ja hier vorne raufsetzen. perfekt. Genau, das habe ich weggeschmissen, habe ich schon Ärger hier gekriegt. Ja. Nina, mich Aber es ist extra dann schnell rausgeholt. verflogen, weil unser Fokus dann woanders Ja, lag. Ja, Genau. ja, genau. Dann, also die finde ich total süß. Die gibt es dann auch noch mal ein bisschen größer, also eine größere Tanne. Ich finde es ja auch immer gut, halt, wenn man das zweimal macht. Ich mag ja immer nicht diese Ja, scharfe ich weiß, was Kante. du meinst. Würde jetzt echt hier auf der anderen Seite das gegenkleben. Ne? Halt, das ist Ja, zwei, warte, das musst du gefüllt. zwei schöne Seiten. Ja, finde ich auch. Aber weißt du was? Die könntest du auch für eine Karte nehmen. Ja. Ja, auf Oder jeden Fall. zwischen- Oder zwischen Klötzchen. Ja, Holzklotz, genau. Ja, Kleben. nochmal Ach, irgendwie ein guck mal. Transparent oder Ja. so. Ja. Ja. Oder und dann da zwei. gegeneinander. Ja. Ja. Also, oder? Ja. Also die finde ich jetzt nicht nur als Griff gut, also das sondern Kann auch, man tatsächlich als Randstanz auch nehmen. ja, embossen oder so. Okay. Also die finde ich... Es arbeitet in meinem Kopf. Und hier Ja, genauso, der Stern. Den braucht man ja wohl. Wartet, ihr unbedingt. seht das gar nicht. Oh mein Gott, heute bin ich aber auch echt chaotisch hier. Das liegt nicht an dir. Und den finde ich auch richtig schön. Ja. Ja. Also der Stern gefällt mir tatsächlich am besten. Ja. Und wenn du den auch in Klötzchen und dazwischen oder... Ja, also cool, da kannst du so viel mitmachen. Nicht nur Griffe, Nee, auf gar keinen Fall nur Griffe. oder? Also Das wäre ein bisschen zu schade, ne? Ja. Ja, wenn du da jetzt Transparentpapier hinklebst und dann halt so eine Mikrolichterkette, die kannst du ja schön mit dem Draht hier langlegen und Ja. so den nächsten Stern und da vielleicht ein paar mehr Lichter rein. Ja, Ja, ich glaube, du fummelst da mal was ich zurecht. fummel da mal was zurecht. Aber toll. Die finde ich richtig gut. Mhm. Ich habe keine Tüten. Aber Tana, du hast keine Tüten. Doch, ich habe Tüten. Ina. Natürlich habe ich Tüten. Ja. Das hätte ich dir jetzt auch nicht geglaubt. Oh, naja. Man muss es halt nur alles irgendwann mal benutzen. Ja, Wahrscheinlich ja. braucht man ein Jahr Urlaub, um alles einmal durchzuprobieren. Und vor Du allem musst auch ja alles wenigstens- wiederzufinden. Ja, du musst ja wenigstens immer noch mal basteln, Carmen. Ja. Aber ich bin jetzt gerade echt mega begeistert. Weißt du, so zu Weihnachten, frohe Weihnachten, eine Ja. Tanne und in die Klötzchen oder ich Ja. finde das richtig gut. So, was soll ich sagen? Wir Ja. brauchen mal so ein Weihnachtsbastel. Ja, stimmt. Jetzt kommen Sterne. Und das ist nämlich das, was uns heute... Ein bisschen buschig gemacht hat. Ja, ich glaube, das nehme ich mal beiseite. So. Und wir haben einmal... Warte, ich fange hiermit mal an. 7 Zacken groß. 7 Zacken groß. Ja, oder? Plissé-Stern 7 Zacken groß und Plissé-Stern 7 Zacken klein. Okay, alles klar. Und weil wir euch nicht nur so die Stanze hinlegen wollten, weil da kann kein Mensch was mit anfangen, haben wir gesagt, wir machen mal ganz schnell einen Stern. Ja, so ganz schnell. So, weil wir ja alle wissen, wie es funktioniert. Und dann haben wir einen gezaubert. Und ich Der ist finde schick. jetzt, wo ich den länger sehe, Ja. finde ich ihn auch echt schön. Ja. Also ihr seht, das ist nicht wirklich, wir haben ihn wirklich ganz schnell nochmal so gezaubert. Ja, den. Aber ich finde den total schön. Ja.
Da oben. Also ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie eine Waffel. Ja, aber... Bei in unserem Lieblingscafé, die machen immer so kleine Waffeln zum Kaffee. Und der sieht eigentlich genauso aus. Im Café zum Kaffee. Im Café zum Kaffee, ja, ganz genau. Ja, also ich finde den wirklich total niedlich. Ich auch. Im ersten Moment habe ich natürlich an die Ostereier gedacht. Dann habe gedacht, okay, jetzt so aufhängen? Nein, nee, natürlich macht man dann hier. Genau. Ne? Kann man hier ja gut irgendwie mit einer Loch guten rein. Nadel. Und du kannst halt hier noch irgendwas drauf machen. Ja, wie Nina schon sagte, halt eine kleine Perle. Und dann so als Mobili oder so. Super süß. An so einem Stock. Ich glaube, das sieht zauberhaft aus. An so einem Haselnusszweig. Ja, genau. Oder so Korkenzieher-Weide. Also ihr seht, die werden einfach hier, wir haben es hinten nicht richtig zusammengebunden, aber hier werden sie dann so zusammengebunden. Eigentlich tatsächlich. Also die sind wirklich. Die sind auch nicht einfach. schwer vom Knicken, oder? Nein. Nee, glaube ich auch. Die sind relativ schnell gemacht. Die macht man ja wie die Ostereier wirklich einmal so zack, klack, klack, klack in eine Richtung halt falzen und die dann so ein bisschen mit den Fingern. Mit den Fingern, aber da muss man nicht mit dem Falzbein dran. Halt, das zieht sich nachher, wenn man hier oben das Tüdelband hoffentlich mit einer Nadel reingefummelt hat, dann dauert das auch nicht so lange halt, aber die sind und kleben ist aber gemacht. Kleben muss. Oder muss gar nicht unbedingt kleben? Nein, eigentlich nicht. Also wie Ina das hier auch schon gemacht hat, wenn ich hier den Knoten gemacht habe, dann ziehe ich das ordentlich stramm und mache halt hier auf den Knoten ein bisschen Kleber und dann ziehe ich es nochmal richtig zusammen. Dann bleibt der Knoten auch da, wo er ist, wo er sein soll. Genau. So, aber die finde ich ja wohl Ja, erst haben wir so gedacht, boah, was macht man damit? Aber jetzt. Ja, weil wir im ersten Moment gedacht haben, das wären Kugeln. Halt, und haben uns dann gewundert, dass es gar keine Kugeln sind. Genau. Aber steht ja auch Plissé-Stern drauf. Ja, okay. Hast du mir nicht gesagt. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe auch gedacht Kugel. Ja. Aber hübsch. Den finde ich ganz toll. Ich finde den auch schön. Damit werde ich halt meinen Nachmittag heute verbringen. Ja, dann haben wir, einen Deko-Faltstern. Das ist der hier. Und der hat auch lange gebraucht, aber... Das hat uns ein bisschen Nerven gekostet. Aber er sieht wirklich schön aus. Ich finde den auch großartig. Du kannst ja auch von beiden Seiten. Zwei Sachen. Und du könntest auch zweimal. Ja, zweimal so. Genau, und dann kannst du die so aneinander kleben, oder? Genau. Also könnte man machen, ja. Wo wir ein bisschen lange dran rumgefummelt haben, sind diese zwei Falzlinien. Da wissen wir nicht, in welche Richtung jetzt, aber es ist tatsächlich, dass diese nach unten und die nach oben müssen. Habe ich das jetzt richtig? Genau. Das ist die Falzlinie, die Talfalz und das ist die Bergfalz. Also das ist die Talfalz und das ist die Bergfalz. Und da muss man zweimal ausnudeln und dann zusammenkleben, dann falten. Und wir haben mit dem Tommo gearbeitet. Das sieht natürlich super lecker aus mit den ganzen Flusen hier. Aber egal, wir haben ihn fertig gekriegt halt und wissen jetzt, so soll er aussehen. Und er sieht toll aus. Ja. Danach sieht die Stanzel überhaupt nicht aus, oder? Nee. Ich finde das richtig cool. Ja, ich finde auch. Aber verliebt bin ich in die anderen. Ja. Und dann haben wir noch einen Stern. So, da müssen wir jetzt was zu sagen. Das ist ein Faltstern mit Innenstern. Den wird Carmen sich nochmal vornehmen. Das haben wir jetzt leider nicht mehr geschafft. Und dann werden wir ein Bild dazu schneiden. Ja, aber das war's dann schon. Und also ganz ehrlich. Das ging ja ganz schnell jetzt. Ja, aber ganz ehrlich. Viel und ganz schnell. Die hier und die Griffe, ne? Ja. Und den Bilderrahmen finde ich auch gut. Und hier, also Carmen, was hast du hier genommen fürs Auto? Das glitzert so, ne? Das glitzert so. Das ist mir eben beim Wegpacken aufgefallen. Ich glaube, es macht von Nuvo. Das sind wie Wassertankpinsel. Ja. Und da ist so Glitter drin. Halt gibt es in Gold, in Champagner, in Rot, Grün und. Ja, wir haben die in Rot und Grün mal irgendwie gekriegt. Ja. Ja, ich glaube, also ich will jetzt nicht drauf wetten, aber haben wir die nicht sogar noch im Shop? Nee. Sicher? Nee. Okay. Und da hast du das hier mit ausgemacht? Genau. Cool. Und ich finde, es ist so ein hübsches Funkeln. Ja, das stimmt. Ich finde die Karte auch ganz schlecht. Vielleicht noch irgendwie einmal Weihnachten oder wollte ich erst. Aber dann klebte das Auto da unten schon halt und hier irgendwo hin fand ich doof. Also das hätte eher so ein quadratischer Spruch sein müssen, dann hätte der noch dahin gepasst, aber so... Toll. Ja, siehst das du, war's. Zack. Ja, genau. Also dann
Dann schaut einfach rein und habt eine schöne Zeit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Das läuft heute echt gut. So, warte. Nochmal. So, ihr Lieben, wir hatten schon eingeräumt und dabei ist uns aufgefallen, dass wir Stempelsets unterschlagen haben. Und das soll natürlich nicht sein. Nein, Tut mir leid. weil das Gar so kein niedlich Fall. ist. Genau, wir haben von Emma Pünktchen die kleine Maus. Das heißt auch Designlinie Mäuschen. Und da sind total schöne Sprüche noch mit bei. Du bist großartig, du bist stark, du bist mutig, du bist perfekt, du bist die Beste. Du bist der Beste, du bist tapfer, du bist wichtig, du bist wunderbar. Du wirst geliebt. Mutmachsprüche. Genau. Wirklich toll. Finde ich auch. Ganz süß, ja. Und Ganz wenn du die sauber. kolorierst, hatten wir ja schon gesagt, dann sieht das echt super Ja, schön aus. wenn man das kann und wenn man Zeit hat. Ja, Ich finde koloriert, wenn die Sachen koloriert sind, ich finde das so zauberhaft. Das sieht so lebendig aus, Ja, ne? fantastisch. Aber es dauert Das ist auch so eine richtige lange. Gabe, finde ich. ja. Ja. Und was ich finde ist, jetzt habt ihr mich durcheinander gebracht, ich weiß es nicht mehr. Was möchtest du? Dass ich das auch, ich weiß es nicht mehr. Ist egal, kolorieren ist total schön. Ach so, Ja. dass das so ein bisschen meditativ ist, finde Ja, auf jeden Fall. Mhm. ich. Dass du echt runterkommst Ja. beim Kolorieren. Ja, Und guck mal, das habe ich gerade gesehen. ja, Der cool, Schnupsi ne? hier mit dem Herz. Total Ja, schön. sehr niedlich. Dann haben wir noch Früchte und Co. Outline. Kann man auch immer gebrauchen. So einen leckeren Burger, ne? Ja, Ein der Bonbon. sieht auch noch richtig cool aus. Hier eine Abbeißen ist Eiche, halt- Kastanie. Sehr schön. Ja, auch sehr süß. Kannst du Aber was die Banane dazwischen soll, das habe ich jetzt. Früchte? Welche wo ist eine... Da ist eine Banane. Früchte. Das ist nicht ganz so gesund. Nein. Aber muss auch mal sein, ne? Ja, unbedingt. Sonst ist Täglich. der Janka so groß. Und dann haben wir noch dieses schöne Kreis mit Outline. Schick. Finde ich total schick. Herbstzeit. Den finde ich auch toll. Letzte Woche hatten wir ja schon, oder vorletzte Woche. Vorletzte Woche, da Nee. hast du den Kranz mitgemacht. Ich glaube, das war letzte. Naja, egal. Auf jeden Fall, ja. Mit den Blättern. Fand ich auch toll. Ja. und Doch, schnell stimmt, gemacht. das war letzte Woche, ne? Ja, genau. Da hattest du die kleinen Blätter noch Ja, da meine drumherum. Lieblingsblätter. Ja, genau. Ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ich glaube auch. Denke auch. Also dann sagen wir jetzt nochmal Tschüss. Mehr kommt jetzt für diese Woche nicht. Habt ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.